Fotos bilden etwas ab, dienen aber auch als Hilfsmittel zur Erinnerung. Sie halten die Zeit an. Wer sie betrachtet, erinnert sich, so Sebald, an die Abgebildeten und rettet sie damit aus der Vergessenheit. Die verschlungenen Wege, die die Erinnerung geht, sind das Hauptthema Sebalds. In der Erzählung Ambros Adelwart versucht jemand am Ende seines Lebens, nach dem Verlust einer geliebten Person, mit allen Mitteln seine Erinnerung abzutöten, auszulöschen. Und in seinem großen Roman Austerlitz trachtet jemand, dem als Kind eine neue Identität aufgezwungen wurde, sein ganzes Leben danach seine Erinnerung wiederzufinden und damit sich selbst zu finden. Sebald hat die Vorstellung, so schreibt er, als hätten die Bilder selbst ein Gedächtnis und erinnerten sich an uns, daran, wie wir, die Überlebenden und diejenigen, die nicht mehr unter uns weilen, vor dem gewesen sind. Wo er am liebsten leben würde, wurde Sebald kurz vor seinem Tod gefragt. In einem Hotel in den Schweizer Bergen, gab er zur Antwort. Hat er an das Montreux-Palast gedacht, wo Wladimir Nabokov die letzten 18 Jahre seines Lebens verbrachte? Nabokov lebte hier zwar komfortabel, aber dennoch im Exil. Seine Heimat St. Petersburg hatte er lange hinter sich gelassen und er wusste, dass er nie wieder dahin zurückkehren konnte. Seine Autobiografie, sprich Erinnerung, zählte zu Sebalds Lieblingsbüchern und ihr Titel bildet eine Art Motto für sein eigenes literarisches Schaffen. Im Dezember 2001 stirbt der Schriftsteller Winfried Georg Sebald bei einem Autounfall. Mit nur 3-4 Büchern eines neuen und eigenwilligen Stils, der geschickt Dokumentarisches mit fiktivem und persönlichen Reflexionen mischte, war er innerhalb weniger Jahre fast weltbekannt geworden. In Amerika galt er nach seinem letzten Buch Austerlitz als Autor des Holocaust, im selben Atemzug genannt mit Primo Levi und als Dichter von, so Susan Sontag, literarischer Größe. Ein paar Tage vor seinem Tod widmete ihm die New York Times einen Artikel, der »Vom Tod besessen, aber immer noch lustig« überschrieben war. War Sebald der Dichter der Toten? (1995) besucht Sebald die Insel Korsika und forscht nach korsischen Totenbräuchen und Bestattungsriten. Er wandert über Friedhöfe in Ajaccio und Piana und beschreibt die Menschen auf den emaillierten Passbildern, die deren oft schäbige Gräber zieren. Auf den Friedhöfen scheint Sebald den Menschen besonders nah. Wer erinnert sich an sie? Wer erinnert sich überhaupt? Sind Fragen, die er sich hier stellt, als könne er den Toten Lebenszeit zurückgeben. Als könne er damit die Zeit nicht nur anhalten, sondern auch zurückdrehen. Als Sebald in den Gassen Ajaccios herumspaziert, fallen ihm nicht nur die Hinweise auf die Toten der Geschichte auf, wie ein Denkmal für die Opfer des Ersten Weltkriegs oder eine Tafel für die Korsin Danielle Casanova, die sich im französischen Widerstand engagiert hatte und nach Auschwitz deportiert wurde. Nein, Sebald liest auch die Namen an den Briefkästen der Hausbewohner und versucht sich dabei vorzustellen, so schreibt er, wie es wohl wäre, wenn ich in einer dieser steinernen Burgen wohnte, bis an mein Lebensende mit nichts beschäftigt als dem Studium der vergangenen und vergehenden Zeit. Erinnerung und Tod sind die beiden Motive, um die bei Sebald alles kreist. Wer sich erinnert, entkommt dabei dem Tod. Und wer in der Erinnerung anderer weiterlebt, ist dem Tod entrissen und existiert zumindest als Schemen unter uns weiter. Und zu diesen Schemen hatte der Friedhofsgeher Sebald eine besondere Beziehung. Die Nähe zu den Toten, die Sebald auszeichnet, ist nichts anderes als sein inniger Wunsch, die Welt von gestern hinüber zu retten in die Gegenwart.
Sebald liebte die Erzählung Oberst Chabert von Balzac, die Geschichte des Überlebenden einer grausigen Schlacht, der, tot geglaubt, seine Umgebung von seiner wahrhaftigen Existenz überzeugen muss. Also sollten die Toten besser nicht zurückkehren, heißt es bei Balzac wie eine Warnung. Und in der Tat wird Chabert an dem Unglauben und Desinteresse, das ihm entgegenschlägt, zunehmend irre. Kafka hat für Sebald eine besondere Bedeutung gehabt. Kafka, der sich selber unter seinen Mitmenschen oft als Gespenst fühlte, wusste, mit welch unstillbarer Gier die Toten diejenigen umkreisen, die noch nicht gestorben sind, schreibt Sebald. Seinem ersten Erzählungsband »Schwindel, Gefühle« liegt als zentrales Motiv ein Sanatoriumsaufenthalt Kafkas in Riva del Garda zugrunde. Kafka siedelte dort auch seine Erzählung des Jägers Gracchus an, der auf dem Weg ins Totenreich vom Weg abgekommen ist und als Wiedergänger sein Leben damit zubringen muss, mit seiner Barke irgendwo an Land gehen zu können. Bei Sebald taucht eine Inkarnation von Kafkas Jäger in allen 4 Erzählungen auf. Sebald reiste selbst auf den Spuren Kafkas nach Riva und nach Verona, wo Kafka 1913 bei einem Ausflug einen Film gesehen hat, der ihn zum Weinen brachte. Aber welchen Film? Sebald muss sich damit begnügen, wie Kafka vor ihm, auf den ein Weihwasserbecken tragenden Zwerg in der Kirche San Anastasia zu schauen. Aber er entdeckt für sich den Maler Pisanello, der in der Kirche ein Fresko seines Namenspatrons Georg gemalt hat. Der Ritter Sankt Georg, der eine Königstochter vor einem Lindwurm gerettet hat, ist der Schutzheilige der Krieger und Waffenschmiede. Und das kann Sebald nicht gefallen haben. Dennoch ziehen sich Verweise auf den heiligen Georg, wie den heiligen Sebaldus, durch sein gesamtes Werk, als müsse er sich auf diese Weise seiner selbst vergewissern. Seit seiner Schulzeit, wo ihn der Zeichenlehrer mit Matthias Grünewald vertraut gemacht hat, ist Sebald von dessen Schmerzensfiguren gefangen. Er interessiert sich für das Leben des Malers, der in sich sein Unglück spürt, und beschreibt es in seinem ersten Buch »Nach der Natur«. Im fränkischen Lindenhardt entdeckt er einen von Grünewald gemalten Flügelaltar mit einer Abbildung des heiligen Georg im Gefolge der 14 Nothelfer. Grünewald hat in diesem femininen Georg, vermuten Fachleute, wie so oft sein eigenes Antlitz versteckt. Immer dieselbe Sanftmut, dieselbe Bürde der Trübsal, so Sebald im Angesicht des Porträts. In Colmar findet Sebald eine Antwort auf seine Vermutung, dass der Schmerz letztlich unendlich ist. Im Angesicht von Grünewalds Altar, so Sebald, begriff ich allmählich, auf die durchbohrten Leiber schauend und auf die vor Gram wie Schilfrohr durchgebeugten Körper der Zeugen der Hinrichtung, dass an einem bestimmten Grad der Schmerz seine eigene Bedingung, das Bewusstsein, aufhebt und somit sich selbst vielleicht, wir wissen sehr wenig darüber. Fest steht hingegen, dass das seelische Leiden praktisch unendlich ist. Wenn man glaubt, die letzte Grenze erreicht zu haben, gibt es immer noch weitere Qualen. Man fällt von Abgrund zu Abgrund. Das tonnenschwere, beinahe 5 Meter hohe und von 12 Schnecken und 4 Delfinen getragene Grab des heiligen Sebaldus ist in der Nürnberger Sebalduskirche beheimatet. Wer es besucht, trifft dort auf die Schautafeln der grausamen Zerstörung, die Nürnberg in 38 Bombenangriffen heimgesucht hat. Im August 1943, als 582 Maschinen einen Angriff auf die Stadt flogen, sah Sebalds Mutter von Fürth aus Nürnberg in Flammen stehen, weiß aber heute nicht mehr, wie die brennende Stadt aussah und was für Gefühle sie bei ihrem Anblick bewegten, so Sebald.
Noch am selben Tag bemerkt sie, dass sie mit ihm schwanger geht. Geboren und katholizistisch erzogen wurde ich 1944 in einem Dorf in den Bayerischen Alpen, schreibt Sebald in einem Brief an Adorno. Lesen und genau hinschauen lernt er bereits mit 5 beim Spielen eines vom Versandhaus Quelle bestellten Städtequartetts. Ein Besuch des aus dem Allgäu nach Amerika ausgewanderten Großonkels, der dort als Butler sein Brot verdient, lässt in ihm ein Ohr für Sprache reifen. Noch 40 Jahre später erinnert er sich daran, so schreibt er, zutiefst beeindruckt gewesen zu sein von der Tatsache, dass er anscheinend mühelos nach der Schrift redete und Wörter und Wendungen gebrauchte, von denen ich allenfalls ahnen konnte, was sie bedeuteten. Dem heiligen Sebaldus, seinem Namenspatron, ist Sebald schon in der alten Holzkirche von Rohrmoos im Allgäu begegnet. Sebaldus war der Sage nach ein Königssohn, den nach der Hochzeitsnacht ein Gefühl tiefen Unwerts überkommen ist. Er zog sich aus dem Leben in die Natur zurück, bis er in sich die Kraft wachsen spürte, Wunder zu wirken. Als er auf seinem Weg nach Regensburg kommt, entfacht er dort im Herd eines ums Holz geizenden Wagners ein Feuer aus Eiszapfen. Immer ist diese Geschichte von der Verbrennung der gefrorenen Lebenssubstanz für mich von besonderer Bedeutung gewesen, schreibt Sebald. Und ich habe mich oft gefragt, ob nicht die inwendige Vereisung und Verödung am Ende die Voraussetzung ist dafür, dass man vermittels einer Art schwindelhafter Schaustellerei die Welt glauben machen kann, das arme Herz stünde noch in Flammen. Sebald ist der Dichter der Toten. Seinen ersten Toten sieht er mit 8, und es ist ausgerechnet der geliebte Großvater Egelhofer. Ich entsinne mich sehr wohl, so schreibt er, wie ich als Kind zum ersten Mal an einem offenen Sarg gestanden bin, mit dem dumpfen Gefühl in der Brust, dass dem Großvater, der da auf den Hobelspänen lag, ein schandbares, von keinem von uns Überlebenden mehr gutzumachendes Unrecht geschehen sei. Wie vielleicht nur noch Elias Canetti hegt Sebald einen Groll gegen den Tod, den er als zutiefst ungerecht empfindet. Aber er kämpft nicht gegen ihn, sondern wünscht sich die Toten zurück. Wenn er Fotos Verstorbener ansieht, hat er das Gefühl, sie kommen zurück und leben wieder unter uns. Kafka, sein erster großer Einfluss, bestätigt ihn in seinen Ahnungen über lebend Tote oder Wiedergänger. Als er Mitte der 60er Jahre dem Werk von Peter Weiß begegnet, sieht er zum ersten Mal seine Theorie einer zu schreibenden Erinnerungsliteratur bestätigt. Sein ganzes Werk ist angelegt als ein Besuch bei den Toten, schreibt er über Weiß. Es ist ein Kampf gegen die Kunst des Vergessens. Da gibt es diesen deutschen Wald und darin die jüdischen Gräber, so Sebald. Der Judäozid bildet für Sebald die Schmerzspur, die seine ganze Existenz bestimmt. Im Vergleich mit der Biografie des Immigranten Peter Weiß muss er erkennen, dass er doppelt privilegiert aufgewachsen ist. Als nichtjüdischer Deutscher und erst nach Ende des Dritten Reiches. Schreiben, das ist der Versuch, so Sebald über Weiß, mit all unseren Toten in uns die Erinnerung ins Werk zu setzen, die allein das Überleben rechtfertigt, im Schatten des Berges der Schuld.
Er sei aufgewachsen ohne einen Begriff der Zerstörung, die in den letzten Kriegsjahren Deutschland heimsuchte, das im Süden gelegene Allgäu aber verschonte, schreibt Sebald. Ruinenstädte sieht er zum ersten Mal nach dem Krieg im Dorfgasthaus in den Wochenschauen und hält sie fortan für das Typische einer jeden Großstadt. Mit dem Anblick der Ruinen setzt bei ihm ein Gefühl der Schuld und Scham ein, im vom Krieg unberührt gebliebenen, idyllischen Allgäu aufgewachsen zu sein, ohne ein Wissen von den Schrecken und Katastrophen der Zeit. Sebald wird es nie verschmerzen, so schreibt er, dass mir mein Vaterland, bis ich es mit 21 Jahren verließ, ein weitgehend unbekanntes, irgendwie abgelegenes und nicht ganz geheures Territorium geblieben ist. Das Verhältnis zu seiner Heimat verdüstert sich im Lauf seines Lebens mehr und mehr. Grauen, Unglück und Zerstörung sind Begriffe, die bei Sebald immer wieder auftauchen und die ihren Ursprung in seiner Werthacher Kindheit haben. Die ersten Zerstörungsszenen nimmt er im Heimatmuseum wahr. Und es ist das eigene Dorf, das bei einem Großbrand gut 50 Jahre davor fast abgebrannt ist und ihm die erste, nie zu vergessende Ahnung einer wirklichen Auslöschung gibt. Feuersbrünste tauchen bei Sebald immer wieder auf, sei es der große Brand von London oder der Brand Moskaus, den Napoleons Truppen, unter ihnen der Dichter Stendhal, aus der Ferne wahrnehmen. Unwillkürlich stellt sich, so schreibt Sebald, die Frage, warum die brennenden deutschen Städte von niemandem beschrieben worden sind, anders als das große Feuer von London oder der Brand Moskaus. An den Wänden des Heimatmuseums, aber auch auf den Wandbildern der Pfarrkirche erlebt er zum ersten Mal eine Schlacht. Es ist die Schlacht am Lechfeld, bei der im Jahr 955 selbst der Augsburger Bischof Ulrich noch gegen die anrückenden Hunnen antritt, die zu den Schrecken seiner Kindheit gehört und ihm eine erste Ahnung des Grauens gibt. Als er 1965 in Waterloo ein Panorama des Schlachtfeldes von Napoleons bitterer Niederlage sieht, malt Sebald sich aus, was es für ein Schreien und Stöhnen und Röcheln gewesen sein muss in der Nacht, die auf die Schlacht mit den 60.000 Toten gefolgt ist. Und es ist genau die Beschreibung dieses Grauens angesichts der Feuerstürme des Luftkrieges, das er in der deutschen Nachkriegsliteratur vermisst hat. Die Beschreibung des Unbeschreibbaren. Verkohlte oder gesottene Leichen, in Koffern mitgetragene Babykörper oder zu Riesenformaten mutierte Schmeißfliegen und Maden auf den Körpern der Opfer. Als Sebald mit 8 Jahren von Werthach nach Sonthofen umzieht, ist diese Kleinstadt noch geprägt von den Bombenschäden der letzten Kriegstage, als der Luftkrieg doch noch das Allgäu erreichte. Die in der Geschichte bis dahin einzigartige Vernichtungsaktion ist in die Annalen der neu sich konstituierenden Nation nur in Form vager Verallgemeinerungen eingegangen, schreibt Sebald, scheint kaum eine Schmerzensspur hinterlassen zu haben im kollektiven Bewusstsein, ist aus der kollektiven Selbsterfahrung der Betroffenen weitgehend ausgeschlossen geblieben. Die von den Nazis zur Ausbildung ihrer Führungskader gebaute Ordensburg steht nach wie vor wie drohend über dem Ort. Doch jetzt werden hier amerikanische Soldaten, die am Vortag noch in Bremerhaven von Bord gegangen waren, für die Re-Education der Deutschen geschult. Noch 4 Jahre, dann zieht hier wieder die Bundeswehr der Bundesrepublik Deutschland ein. Denkt Sebald später an das Allgäu zurück, so verschwimmen vor meinen Augen Bilder von Feldwegen, Flussauen und Bergwiesen mit den Bildern der Zerstörung. Und es sind die letzteren, perverserweise, und nicht die ganz irreal gewordenen frühkindlichen Idyllen, die so etwas wie ein Heimatgefühl in mir heraufrufen. Vielleicht, weil sie die mächtigere, übergeordnete Wirklichkeit meiner ersten Lebensjahre repräsentieren. Hat Sebald einmal seine Heimat verlassen, spricht er nur noch mit Bitterkeit von diesem ihm von jeher unbegreiflichen, bis in den letzten Winkel aufgeräumte und begradigten deutschen Land. Auf eine ungute Art befriedet und betäubt schien mir alles,
und das Gefühl der Betäubung erfasste bald auch mich. Die Spuren der Zerstörung, die Sebald aus seiner Kindheit in Erinnerung hat, sucht er in England wiederzufinden. Nachdem er fast 25 Jahre in der ostenglischen Grafschaft Norfolk gelebt hat, unternimmt er ausgedehnte Wanderungen durch die Grafschaft Suffolk, die er in dem Buch »Die Ringe des Saturn« zusammenfasst. Schon zu Anfang spricht er darin vom lähmenden Grauen, das mich verschiedentlich überfallen hatte angesichts der selbst in dieser entlegenen Gegend bis weit in die Vergangenheit zurückgehenden Spuren der Zerstörung. Zerstörung und Grauen glaubt Sebald schon vor der eigenen Haustüre zu finden, wo die Flugfelder für die englischen Bomber des Zweiten Weltkriegs waren. Und in einer Zeitung findet er tatsächlich eine Notiz über einen ehemaligen Piloten aus seiner Nachbarschaft, der bei der Befreiung von Bergen-Belsen dabei war. Doch muss ich nicht unbedingt nach Deutschland, an den Ort meiner Herkunft zurück, wenn ich mir die Zeit der Zerstörung vergegenwärtigen will, schreibt Sebald. Sie wird mir auch da, wo ich heute lebe, oft in Erinnerung gerufen. Ein Großteil der mehr als 70 Flugfelder, von denen aus die Vernichtungskampagne nach Deutschland getragen wurde, befand sich in der Grafschaft Norfolk. Doch tatsächlich ist es eine eher liebliche und romantische Grafschaft, in der er wohnt. Und Naturkatastrophen wie der Sturm vom 16. auf den 17. Oktober 1987, dem nach amtlichen Schätzungen über 14 Millionen ausgewachsene Bäume zum Opfer gefallen sind, bilden eine Ausnahme. Mit zugeschnürter Kehle stand ich lang inmitten der Verheerung, schreibt Sebald. Die über 100-jährigen Bäume lagen alle wie in einer Ohnmacht niedergesunken am Boden. In Southold fantasiert Sebald die Seeschlachten herauf, die hier vor Jahrhunderten getobt haben. Selbst gefeierte Seeschlachtenmaler, so schreibt Sebald, vermögen trotz einer durchaus erkennbaren realistischen Absicht keinen wahren Eindruck davon zu vermitteln, wie es auf einem der mit Gerät und Mannschaften bis zum Äußersten überladenen Schiffe zugegangen sein muss, wenn brennende Masten und Segel niederstürzten oder Kanonenkugeln die von einem unglaublichen Leibergewimmel erfüllten Zwischendecks durchschlugen. Es kann zu jener Zeit auf der Welt nur wenige Städte gegeben haben, mit so viel Seelen, als ausgelöscht wurden in einer solchen Schlacht. Die Einwohner von Southold waren jedenfalls so fromm und so brave Bibelleser, dass sie sich sogar biblische Namen gegeben haben und ihre Gräber, neben Schiffstauen und Ankern, mit dem jüdischen Stern verzierten. Im Sailors Reading Room in Southold sitzt Sebald besonders gern, um zu lesen, Briefe zu schreiben oder einfach hinauszuschauen auf die See. Hier findet er auf einem Bücherbord eine Bildchronik des Ersten Weltkriegs, als hätte die auf ihn gewartet. Sämtliche Kriegsschauplätze sind in dem umfangreichen Konvolut dokumentiert, schreibt Sebald. Und gezeigt ist jede nur erdenkliche Form des gewaltsamen Todes. Vom Absturz eines einzelnen Luftpioniers über der Mündung der Somme bis zum Massensterben in den galizischen Sümpfen. Es sind zu sehen die in Schutt und Asche gelegten französischen Städte, die im Niemandsland zwischen den Schützengräben verfaulenden Leichen, vom Artilleriefeuer niedergemähten Wälder, unter schwarzen Petroleumwolken versinkende Schlachtschiffe, marschierende Heereskolonnen, endlose Flüchtlingsströme und zerborstene Zeppeline. Bilder aus Przemysl und Saint-Quentin, aus Montfaucon und Gallipoli. Bilder der Zerstörung, der Verstümmelung, der Schändung, des Hungers, des Feuers, der eisigen Kälte.
In Needham stößt Sebald eines Tages auf den Landwirt und Modellbauer A.M. Garrett, der seit 20 Jahren an einer verkleinerten Rekonstruktion des Tempels von Jerusalem arbeitet, der, wie das gesamte Jerusalem, 70 nach Christus von den Römern völlig zerstört wurde und von dem heute nur noch die Klagemauer übrig geblieben ist. »Alles ist wirklich nur Recherche und Arbeit«, sagt er zu Sebald. »Endlose Stunden Arbeit. Jetzt, wo es allmählich dunkel zu werden beginnt an den Rändern meines Gesichtsfelds, frage ich mich manchmal, ob ich den Bau jemals zu Ende führen werde und ob nicht alles, was ich bislang geschaffen habe, bloß ein elendes Machwerk ist.« Im eschkachech Yerushalayim tishkach yemini. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. In Middleton lernt Sebald Michael Hamburger kennen, der 1933 mit seinen Eltern von Berlin nach England emigriert ist. Hamburger hat Hölderlin ins Englische übersetzt und zahllose Gedichte geschrieben. Daneben hat er in seinem riesigen wilden Garten Apfelbäume gezogen. Für Sebald ist dieser Dichter-Gärtner ein Wesensverwandter. Beginnt man mit 15 oder 16 Elegien zu übersetzen, weil man vertrieben worden ist aus seinem Heimatland? Ist es möglich, dass man sich später in diesem Haus in Suffolk hat niederlassen müssen, nur weil in seinem Garten die Zahl 1770, das Geburtsjahr Hölderlins, auf einer eisernen Wasserpumpe steht? Fragt sich Sebald. Über was für Zeiträume hinweg verlaufen die Wahlverwandtschaften und Korrespondenzen? Wie kommt es, dass man in einem anderen Menschen sich selber, und wenn nicht sich selber, so doch seinen Vorgänger sieht? Hier ist mein Obstgarten. Diese habe ich alle selber angepflanzt, diese Bäume, und habe sie zum Teil aus Kernen gezogen, weil manche sind so selten geworden, diese Apfelarten, dass man sie gar nicht mehr kaufen kann. Und darum habe ich ich habe sie gesammelt auf meinen Reisen und habe sie aus den Kernen gezogen. Und das ist sehr gut gelungen. Das zum Beispiel ist ein deutscher Apfelbaum hier. Welches Verhältnis haben Sie zu Deutschland heute? Bitterkeit, nein, eigentlich nicht. Trauer schon über das, was geschah. Und ich habe auch eine Großmutter von mir ist deportiert und umgekommen. Ich weiß gar nicht, wo sie gestorben ist überhaupt. Die ist aus Berlin abgeschleppt worden und ich weiß nicht, wo sie hin ist. Aber ich konnte nie eine ganze Nation hassen. Ich konnte nur das hassen, was schlecht war, nicht? Und das ist ja nicht allgemein. Ich bin nicht für solche Verallgemeinerungen.
Sebald hat eine Schwäche für die architektonische Form der Grand Hotels und Herrschaftshäuser, deren Inneres wie unerzählte Geschichten auf ihn zu warten scheint. In Suffolk ist es das Bordsey Manor, halb elisabethanisches Herrenhaus und halb Palast eines indischen Maharajas, das seine Fantasie beflügelt und wo er an der nahen Flussmündung schon die kaiserliche Yacht Hohenzollern liegen sieht, weil die deutsche Kaiserin dort zur Erholung weilt. Die schönste Hommage an die Belle Époque dieser alten Hotelkästen bildet Sebalds Erzählung Ambros Adelwart, für die er sogar selbst nach Trouville zum Grand Hotel des Roches Noires gefahren ist, das einstmals Marcel Proust in den Ferien aufsuchte und in dem später Marguerite Duras ein Appartement hatte. Nachts träumt ihm hier, dass er, wie einst sein Großonkel, mit einem Paquebot zu Beginn des letzten Jahrhunderts über den Atlantischen Ozean gekommen ist und zur Rennwoche Quartier im Hotel des Roches Noires nimmt. Die Grand Hotels sind für Sebald mit den Toten belebt, die wir vermissen und deren traurige Schemen wir nur noch erahnen. Wie meistens die Toten, wenn sie in unseren Träumen auftauchen, waren sie stumm und schienen ein wenig betrübt und niedergeschlagen, so Sebald. Sebald hat den Brüsseler Justizpalast, Europas monumentalstes Gebäude des 19. Jahrhunderts, schon Mitte der 60er Jahre für sich entdeckt. Es soll, so schreibt er, in diesem mehr als 700.000 Kubikmeter umfassenden Gebäude Korridore und Treppen geben, die nirgendwo hinführten, und türlose Räume und Hallen, die von niemandem je betreten seien und deren ummauerte Leere das innerste Geheimnis sei aller sanktionierten Gewalt. Für seine Figur Austerlitz symbolisiert diese Megalomanie an Räumen ein Zwischenreich, in dem sich die Lebenden mit den Toten treffen, und einen zeitlosen Ort, an dem sich die Wiederkunft der Vergangenheit vollzieht. Doch ist es mir immer mehr, als gäbe es überhaupt keine Zeit, sondern nur verschiedene, nach einer höheren Stereometrie ineinander verschachtelte Räume, zwischen denen die Lebendigen und die Toten, je nachdem es ihnen zumute ist, hin und her gehen können. Und je länger ich es bedenke, desto mehr kommt mir vor, dass wir, die wir uns noch am Leben befinden, in den Augen der Toten irreale und nur manchmal unter bestimmten Lichtverhältnissen und atmosphärischen Bedingungen sichtbar werdende Wesen sind. Sebald tritt in all seinen Büchern als namenloser Erzähler auf, der versehen mit bestimmten Details aus seiner eigenen Biografie herumstreift und nach Lebensspuren sucht. Im Bahnhof von Antwerpen trifft er zum ersten Mal auf Austerlitz, einen Bauhistoriker mit einem besonderen Interesse an Monumental- und Repräsentationsbauten. Dieser Austerlitz wird ihm im Lauf der Jahre und von Treffen zu Treffen immer mehr von den Festungsbauten und Bahnhöfen erzählen, von denen er sich magisch angezogen fühlt und die für ihn voll sind an Schmerzspuren, die sich, wie er zu wissen behauptete, in unzähligen feinen Linien durch die Geschichte ziehen. Schließlich wird er ihm sein großes Geheimnis offenbaren. Austerlitz ist, so sagt uns Sebald, 1938 aus Prag mit einem der Kindertransporte in Londons Liverpool Street Station angekommen, mit denen die Engländer damals jüdische Kinder aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei retteten. Er wuchs bei einer Predigerfamilie in Wales auf und erhielt einen neuen englischen Namen. Erst im Alter von 18 erfährt er seinen authentischen Namen Jacques Austerlitz, auf den er sich jedoch keinen Reim machen kann,
denn er ist ohne Gedächtnis an die Kindheit in Prag. Ein Mann, der sich zeitlebens unter Menschen fremd und als Außenseiter fühlt. Austerlitz sucht sein Leben lang die Umgebung von Bahnhöfen, weil er in deren Mauern den Schlüssel seiner Existenz verborgen glaubt. Tatsächlich hatte ich das Gefühl, sagte Austerlitz, als enthalte der Wartesaal, in dessen Mitte ich wie ein Geblendeter stand, alle Stunden meiner Vergangenheit. All meine von jeher unterdrückten, ausgelöschten Ängste und Wünsche. Als sei das schwarz-weiße Rautenmuster der Steinplatten zu meinen Füßen das Feld für das Endspiel meines Lebens, als erstrecke es sich über die gesamte Ebene der Zeit. Erst als er in den 90er Jahren am Radio eine Sendung über die Kindertransporte hört, kommt die Erinnerung von Jacques Austerlitz in Gang. Und er fährt nach Prag und besucht sein altes Wohnhaus, wo er auf sein ehemaliges Kindermädchen trifft. Dieses gibt ihm endlich die Auskünfte, die er sein ganzes Leben herbeigesehnt hat. Seine Mutter ist damals nach Theresienstadt deportiert worden und von dort aus in ein Vernichtungslager. Der Vater konnte nach Paris emigrieren, ist dort aber verschollen. Ich entsinne mich, so Austerlitz, dass mir die Zerstörung bewusst wurde, die das Verlassensein in mir angerichtet hatte im Verlauf der vielen vergangenen Jahre, und dass mich eine furchtbare Müdigkeit überkam bei dem Gedanken, nie wirklich am Leben gewesen zu sein oder jetzt erst geboren zu werden, gewissermaßen am Vortag meines Todes. Austerlitz beginnt mit der Lektüre von H.G. Adlers monumentalem Werk über das Ghetto Theresienstadt, in dem seine Mutter verschwunden ist, und eignet sich so die ersten deutschen Wörter an. Ein für allemal verloren in der Welt und der Geschichte muss er erkennen, dass die Vernunft nicht ankam gegen das seit jeher von mir unterdrückte und jetzt gewaltsam aus mir hervorbrechende Gefühl des Verstoßen und Ausgelöschtseins. Aus Prag zurück streift Austerlitz ruhelos nächtelang durch London und lernt auf den Gräbern die Namen der Toten auswendig, als könne er sie damit vor dem Vergessen retten. Besonders gerne besucht er den Friedhof von Tower Hamlets, der derart verwüstet ist, schreibt Sebald, sodass man glauben konnte, ein Erdbeben habe das Quartier der Toten erschüttert oder diese seien, aufgerufen zum letzten Gericht, ihren Behausungen entstiegen und hätten dabei in ihrer Panik die ihnen von uns aufgezwungene schöne Ordnung durcheinandergebracht. Bei Autoren mit einem deutsch-jüdischen Hintergrund wie Amery, Celan oder Weiß glaubt Sebald, wenn es denn überhaupt so etwas gibt wie eine approximative Wahrheit über die Vergangenheit, diese zu finden. Auf den Spuren Celans streift er eines Tages durch die Pariser Avenue Émile Zola, wo Paul Celan gewohnt hat und wo er am Pont Mirabeau am 20. April 1970, nachdem er die Tage davor mit seinen Studenten Kafkas Erzählung vom Jäger Gracchus übersetzt hatte, freiwillig in die Seine gegangen ist. Paris, so sagt uns Sebald, ist voller Schmerzspuren der Geschichte, so man sie nur zu lesen weiß. In den 50er Jahren lebte und studierte Austerlitz schon einmal in Paris, der Stadt, in die sein Vater von Prag ausgeflohen ist. Jetzt kommt er zurück, um dessen Spuren zu finden. Wurde der schon bei der ersten Razzia 1941 verhaftet oder erst bei der Grand Rafle ein Jahr später? Und wurde er deportiert?
Austerlitz streift über den Friedhof von Montparnasse und frequentiert die Bibliothèque Nationale, wo vor dem Krieg Walter Benjamin an seinem Passagenwerk arbeitete, bevor er sich mit einem Fußmarsch über die Pyrenäen vergeblich zu retten versuchte. Und wäre es nicht denkbar, schreibt Sebald, dass wir auch in der Vergangenheit, in dem, was schon gewesen und größtenteils ausgelöscht ist, Verabredungen haben und dort Orte und Personen aufsuchen müssen, die, quasi jenseits der Zeit, in einem Zusammenhang stehen mit uns? Austerlitz ahnt, dass er seinen Vater nicht finden wird. Er spürt aber auch, dass er ihm ganz nahe ist. Wurde er etwa hier von der Gare d'Austerlitz deportiert? Vielleicht zuerst nach Gurs in die Pyrenäen, so wie Jean Amaury. 1941 wurden von hier 3700 Juden in die polnischen Vernichtungslager geschickt, ein Jahr später noch einmal 7800, darunter 4000 Kinder. Wieder ist es ein Bahnhof, der für Sebald ein Labyrinth aus persönlicher wie nationaler Geschichte bildet. Unsere Beschäftigung mit der Geschichte, so vermutet Sebald, sei eine Beschäftigung mit immer schon vorgefertigten, in das Innere unserer Köpfe gravierten Bildern, auf die wir andauernd starrten, während die Wahrheit irgendwo anders in einem von keinem Menschen noch entdeckten Abseits liegt. Die Festung Breendonk bei Antwerpen diente ab 1940 den deutschen Besatzern als Straflager. Nach dem Krieg wurde hier ein Museum des belgischen Widerstands eingerichtet. Jean Amaury, der nach Brüssel geflohen war und sich dem belgischen Widerstand angeschlossen hatte, wurde hier gefoltert, bevor er nach Auschwitz deportiert wurde. Sebald besuchte Breendonk zweimal. Doch ausgerechnet in der ehemaligen Folterkammer muss er an seine Kindheit in Wertach denken. Genau kann niemand erklären, schreibt Sebald, was in uns geschieht, wenn die Türe aufgerissen wird, hinter der die Schrecken der Kindheit verborgen sind. Sebald hat sich in 3 Essays mit Jean Amaury befasst. Amaury, der Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt hat und hinterher wieder nach Brüssel zurückgekehrt ist und nicht in seine Heimatstadt Wien, hat danach geschrieben: »Jude sein, das hieß für mich ein Toter auf Urlaub sein.« 33 Jahre später, am 16. Oktober 1978, hat ihn doch noch seine leidvolle Vergangenheit eingeholt, als er bei einer Lesereise nach Österreich, dem Land, das er eigentlich nie wieder betreten wollte, in einem Salzburger Hotel seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Hier an den Quais de Seine gab es während der deutschen Besatzung ein Lager für die den Pariser Juden geraubten Güter. Aber die Spuren wurden verwischt, sagt uns Sebald im Angesicht der Neubausiedlung, die hier hochgezogen wird. Das Gedächtnis der Nation interessiert sich nicht dafür. Eine schlichte Gedenktafel muss genügen. An fast derselben Stelle wurde der Neubau der französischen Nationalbibliothek errichtet.
Der Bau suche, so schreibt Sebald, durch seine ganze Anlage ebenso wie durch seine ans Absurde grenzende innere Regulierung den Leser als einen potenziellen Feind auszuschließen. Die französische Bibliothèque Nationale sei, so Sebald, quasi die offizielle Manifestation des immer dringender sich anmeldenden Bedürfnisses, mit all dem ein Ende zu machen, was noch ein Leben habe an der Vergangenheit. Einmal hatte Austerlitz mit einer französischen Freundin Marienbad besucht, wo er 1938 die letzten Sommerferien mit den Eltern verbracht hat. Doch die heruntergekommene Stadt erscheint ihm nur als genauer Ausdruck seiner seelischen Verfassung. Er steht am Fenster und sieht, so schreibt Sebald, entlang der noch regennassen Hauptstraße und im Halbrund gegen die Anhöhen hinauf die großen Hotelpaläste Pazifik, Atlantik, Metropol, Polonia und Bohemia mit ihren Balkonrängen, Ecktürmen und Dachaufbauten aus dem Frühnebel auftauchen wie Ozeandampfer auf einem dunklen Meer. Irgendwann in der Vergangenheit, so Austerlitz, habe ich einen Fehler gemacht und bin jetzt in einem falschen Leben. Austerlitz entdeckt schließlich im Lesesaal der Pariser Nationalbibliothek in einer Zeitschrift ein Foto der Registraturkammer der kleinen Festung von Theresienstadt, wo der Dichter Robert Desnos 1945 umgekommen ist. Resigniert stellt er am Ende seines Lebens fest, dass dort in der kleinen Festung von Teresin, in deren nasskalten Kasematten so viele zugrunde gegangen sind, mein wahrer Arbeitsplatz gewesen wäre und dass ich ihn nicht eingenommen habe aus eigener Schuld. Sogar in den entlegensten Dörfern auf der Insel Korsika habe ich Gedenktafeln gesehen, auf denen zu lesen steht Mort à Auschwitz oder Tué par les Allemands Flossenbürg 1944, schreibt Sebald über seinen Aufenthalt. In einer Kirche in Morosalja entdeckt er das Schlafzimmerbild seiner Eltern wieder. Einen Öldruck, Christus darstellend in nazarenerhafter Schönheit, wie er vor Antritt seiner Passion im nachtblauen, vom Mond beschienenen Garten von Gethsemane sitzt, in tiefer Versonnenheit. Gekauft hatten es die Eltern im Jahr 1936 in Bamberg, wo Sebalds Vater Schirrmeister in einem Kavallerieregiment gewesen ist. In demselben, in dem der junge Stauffenberg seine militärische Laufbahn angetreten hat. Solcher Art sind die Abgründe der Geschichte, schreibt Sebald später. Sebalds Großeltern mütterlicherseits kamen aus dem Allgäuer Unterland. Der Großvater arbeitete zuerst als Schmied, dann wurde er Dorfpolizist. Der Großvater der väterlichen Linie, die aus dem Bayerischen Wald stammte, war Heizer bei der Eisenbahn. Später identifiziert Sebald ihn, einer gewissen Ähnlichkeit wegen, mit dem italienischen Dichter Pirandello. Den Großvater Egelhofer, mit dem er aufwächst, stilisiert er, da er wie dieser den Hut an der Seite trägt, zu einer Reinkarnation des Schweizer Dichters Robert Walser. 2 Schwestern und ein Bruder der Mutter waren in den 20er Jahren nach New York ausgewandert. Sein Vater, der die Mutter bei einem Lehrgang im Allgäu kennenlernte, hatte Schlosser gelernt und ging in den 30er Jahren zur Reichswehr, bevor er in Hitlers Wehrmacht eine kleine Karriere machte. Da er nach dem Krieg 2 Jahre in französischer Gefangenschaft war, wurde der Großvater Egelhofer zu Sebalds engster Bezugsperson. Das Verhältnis zu seinem Vater, der 1956 wieder Berufssoldat bei der Bundeswehr wird, bleibt zeitlebens distanziert.
1963 geht Sebald zum Studieren nach Freiburg, ein Jahr später ins Ausland. Die Eltern erleben seinen schriftstellerischen Erfolg in den 90er Jahren noch mit. Der Vater stirbt 1999, die Mutter 2 Jahre nach ihrem Sohn, 2003. Das Weltbild von Sebald ist seltsam düster. Als er im Musée Fesch in Ajaccio vor einem Doppelporträt Pietro Paolinis steht, das eine Mutter mit ihrer Tochter zeigt, notiert er: Lange habe ich vor diesem Doppelporträt gestanden und in ihm, wie ich damals glaubte, das ganze unergründliche Unglück des Lebens aufgehoben gesehen. In einem Essay über den von ihm so geliebten Robert Walser, der mit 50 freiwillig in eine Anstalt ging, schreibt er, dass das Geheimnis der menschlichen Existenz überhaupt in ihrer völligen Überflüssigkeit besteht. Walser nennt er den einsamen Spaziergänger, und er glaubt daran, dass der ihm, wie er es nennt, von der anderen Seite aus zuwinkt, so dass er langsam begreift, dass alles über den Raum und die Zeiten hinweg verbunden ist, die Spaziergänge Walsers mit meinen eigenen Ausflügen, die Geburtsdaten mit denen des Todes, das Glück mit dem Unglück, die Geschichte der Natur mit der unserer Industrie, die der Heimat mit der des Exils. Auf das Grauen, das Sebald in den europäischen Landen auf Schritt und Tritt wiederzufinden glaubt, trifft er auch im Veterinärhistorischen Museum von Maison Alfort, das von dem legendären Präparator Honoré Fragonard gegründet wurde. Die Präparate aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind ein Schreckenskabinett und zeugen von der menschlichen Manie, auch Tiere noch über den Tod hinaus zu peinigen. Fragonard selbst soll über 3000 Kadaver und Körperteile präpariert haben. Also muss er, so schreibt Sebald, der Agnostiker, der an die Unsterblichkeit der Seele nicht glaubte, Tag und Nacht über den Tod gebeugt gewesen sein, umfangen von dem süßen Geruch der Verwesung und bewegt offenbar von dem Wunsch, dem hinfälligen Leib durch ein Verfahren der Vitrifikation und somit durch die Umwandlung seiner in kürzester Frist korrumpierbaren Substanz in ein gläsernes Wunder wenigstens einen Anteil am ewigen Leben zu sichern. In seinem Hotel auf Korsika, hoch über der Bucht von Piana, sitzt Sebald an einem Tisch nahe der offenen Terrassentür und zieht, so schreibt er, Verbindungslinien zwischen weit auseinanderliegenden Ereignissen, die mir derselben Ordnung anzugehören schienen. Sebald war stets auf der Suche nach dem Schlüssel für eine höhere Ordnung, nach der Formel, die alles erklären kann, alle Ähnlichkeiten, Überschneidungen und Korrespondenzen, die, so Sebald knapp, unsichtbaren Beziehungen, die unser Leben bestimmen. Aber was wissen wir schon im Voraus vom Verlauf der Geschichte, so schreibt Sebald, der sich entwickelt nach irgendeinem von keiner Logik zu entschlüsselnden Gesetz, bewegt und in seiner Richtung verändert, oft im entscheidenden Moment von unwägbaren Winzigkeiten, durch einen kaum spürbaren Luftzug, durch ein zur Erde sinkendes Blatt oder durch einen von einem Auge zum anderen quer durch eine Menschenversammlung gehenden Blick. Nicht einmal in der Rückschau können wir erkennen, wie es wirklich vor dem gewesen und zu diesem oder jenem Weltereignis gekommen ist.